So Leute, und weiter geht. Wir dreschen den ersten Weizen. Der letzt gedrillte ist der erst gedroschene. Hier kommt Raps her. Ja, und der ist tatsächlich schon reif. Wir haben jetzt hier, gut, jetzt haben wir 14,6. Durchschnitt ist hier aktuell 14,8 Durchschnitt. Wir haben kurz nach Mittag, wir fangen jetzt an. Gestern Abend hatten wir noch 15,1, also das geht jetzt hier schon seinen Gang. Das ist Akzent Spektral. Ich kann euch sagen, ich habe Vorgewende jetzt Akzent gedroschen. Ich weiß noch nicht, ob es der Benchmark ist, aber der hat bis jetzt enttäuscht. Also der war ertraglich jetzt nicht so, wie er hofft, obwohl der so richtig, ja, der steht ja dicht und so. Aber auch die Größe der Ähren ist glaube ich, schon ein Riesenunterschied. Auf jeden Fall hat der kleine Körner. Das ist hier tatsächlich auch ein Stück. Der Akzent hatte ja super krass mit Rost zu tun, aber das Stück hier hatte ich tatsächlich auch gut sauber bekommen und gut gesund gehalten. Also auf dem großen Stück sah das schon ein bisschen anders aus, aber ja, ich denke, das hier ist gerade der Einfluss von Spektral. Geht der Protein auch direkt gleich nach unten. Ansonsten, eben hatten wir immer über 12, 12,5, 12,9 im Akzent. Hier Spektral ein bisschen weniger Protein. Da muss ich aber auch sagen, es hat sich wieder bewahrheitet. Ich habe ja im letzten Vlog das schon gesagt, oder weiß nicht, glaube ich, gezeigt. Die Probe Außenhänger hatte 13,4 Protein und ich glaube, hier hatten wir 12,4 Protein. Also wir können da wohl immer 1% zurechnen. Und ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich, ich habe relativ viel Akzent im Anbau. Ich hoffe, dass das jetzt nicht überall so ist, weil das wäre schon enttäuschend, weil ich glaube, dieses Jahr bringt schon gute Erträge mit sich im Weizen. Und ja, ich meine, die Ähren sehen auch relativ klein aus, obwohl der Bestand dicht ist und üppig ist. Und dann ist immer die Frage, was hätte man anders machen können. Und letztendlich muss man sagen, dieses Stück stand Bombe. Also ein top dichter Bestand. Gut aufgedüngt, der hat auch noch mal zur Ehrengabe gut was gekriegt, so wie der Sensor das angezeigt hatte. Und ja, jetzt müssen wir einfach abwarten, wie es aussieht, wie es im Bestand aussieht. Ob sich das, ob vielleicht das einfach nur das Vorgewende war, da hatten wir auch keine Gereste gefahren, da hatte ich da ein bisschen mehr N gegeben. Im Bestand hatten wir hier Gereste gefahren, am Vorgewende dann nicht mehr. Ja, von daher warten wir jetzt einfach ab. Hier fahren wir jetzt die ganze Zeit bei 7,5 Tonnen. Wenn das natürlich hier der Durchschnitt wäre, wäre ich super zufrieden. Kann ich euch so sagen, wie es ist. Ach so, neu übrigens. Ich habe hier Autopilot jetzt den Trimble aus meinem Fendt drin. Jetzt in Freeform kann ich hier fahren. Das heißt, ja, also quasi wie ich am Vorgewende gelenkt ist, lenkt er das jetzt nach. Und leider Gottes haben die vergessen, die Jungs von Trimble, mir ein Kabel zu machen, dass der Drescher wieder GPS zurückerhält, ja. Der Drescher hat keinen GPS aktuell, keine Ertragskartierung, wir haben da keine Ertragskartierung. Das habe ich da vorhin angerufen, das war 11 Uhr, der hat gesagt, du, gib mir 1-2 Stunden, ich löte da schnell ein Kabel fertig, baue das schnell zurecht, ich bin um 14 Uhr oder so da. Aber wenn das so klappt und dann wieder alles funktioniert, ist ja gut. Dann haben wir hier gerade mal das Vorgewende ohne Ertragskartierung, das können wir mit leben. Da können wir mit leben. So. Aber hier sieht man auch einen schönen Sortenunterschied. Rechte Seite auch schön klein geblieben, alles ohne Wachstumsregler wohlgemerkt. Alles stehen geblieben bis auf die Wassersenke, Gott sei Dank, hätte auch anders ausgehen können. Und da sieht man auch, was für ein Sortenunterschied ist hier, wie klein der geblieben ist, der Spektral. Ohne Wachstumsregler, also der hat wirklich keinen Gebrauch. Und ertraglich sieht es auch gut aus jetzt hier. 6,5 sind wir gerade, gehen wieder hoch auf 7. Das ist doch gut, wenn das so bleibt, ist das geil. Das ist natürlich wieder so ein Jahreseffekt. Letztes Jahr der Akzent dann der beste. Ich meine, wir wollen den Tag nicht vom Abend loben, wir haben gerade mal hier Vorgewende angeschnitten. Dann ist es der beste, aber beziehungsweise war es der beste, mit Abstand dann vor Informer und so mit 1 Tonne Unterschied. Und dieses Jahr so ein bisschen genau das, was Winnie und Picasso letztes Jahr durch hatten, die beiden Sorten. Der eine performt mega krass in der Trockenheit und der andere dieses Jahr Winnie, wenn die Feuchtigkeit da ist. Aber lasst uns erstmal anfangen. Lasst uns erstmal dreschen. Wir sind jetzt hier bei 7,5 Tonnen auf dem Hektar. Wir sind auch hier vorne wirklich am trockensten Ende. Ich kann euch doch mal die... Moment. Da, pass mal auf. Und zwar kann ich euch das mal hier zeigen. Hier, wir fahren gerade hier vorne an dem Ende. Ja? Und so wie das hier spiegelt sich auch im Prinzip der ganze Bestand. Hier ist übelst der fette Boden, hier hinten ist der fette Boden. Wenn wir jetzt so über die Aufnahmen hier 1.6. oder wir gehen mal im Mai rein,
2.5. sehen, ja, dann sehen wir hier schon, wie trocken das hier war auf der Sorte. Und da siehst du halt schön da die Wasserzonen, ne, wo sich das Wasser hält. Und da hier, wir fahren gerade hier vorne in der gelb-roten Zone, fahren jetzt hier mit 7,6 Tonnen. Aber ihr seht, der geht auch erst hoch, der Durchschnitt jetzt hier. Wir waren die Kante, dann ist oben die Ganzkante ist richtig so Schotter. Da war mal früher, weiß ich noch mal, ein Weg runter oder so. Hier, wo es so richtig rot ist, die Kante hier sind wir gefahren, da war früher ein Schotterweg oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe, das geht nachher auch wieder. Und dann haben wir nachher hier auch alle Werte wieder vernünftig. So. Handprobe zeigt auch ein bisschen weniger an als der hier. Also ich hatte von 15,1, habe Handprobe gemacht, hatte 14,6. Also gehen wir davon aus, dass der dürfte jetzt hier 14,4, 14,3 haben. Damit ist er dreschbar. Letztens aus der Probe kann ich euch sagen, ja 13,4 hatte Protein, top. Und Fallzahl 375. Das ist natürlich der Traum, ne? Das ist der Traum der Träume, Leute. Ja, ich kann auch gleich nachher euch nochmal mit bisschen in die Ecke hängen. Könnt ihr ein bisschen beim Dreschen zugucken. Ich würde sagen, Detlef müsste auch gleich kommen. Bin hier noch alleine. Wir haben das Sonnenblumenschneidwerk noch aufgeladen. Das ist natürlich, wie es immer ist. Gestern Abend kriege ich eine Nachricht oder gestern Nachmittag morgen zwischen 11 und 12 Sonnenblumenschneidwerk abholen. Geht das? Ja, geht, habe ich geschrieben. Und dann muss ich aber sagen, kam der auch erst um nicht 12, sondern 12:30. Dann waren wir schon hier. Und dann habe ich, oh, falsche Taste. Dann habe ich auch festgestellt, naja, ist noch ein bisschen feucht, check die Jungs mal weg. Ich habe das hier mit dem GPS noch fertig eingestellt, ist ja relativ neu alles. Ja, und von daher müsste er gleich kommen. Also ich dresche jetzt hier voll und warte dann oben in der Ecke. Und hier seht ihr das hier, ne? Wie klein er ist und wie klein die Ähren sind. Weil hier vorne dieser richtig trockene, sandige Boden ist. Und in die Richtung wird es dann immer besser. Also deswegen, und ich habe auch bis jetzt nur dieses Ende gesehen. Ich war noch gar nicht hinten an der Ecke lang gefahren, weil ich keinen Transport mit habe. Da habe ich gedacht, naja, wenn du dann ganz hinten in der Ecke voll bist und musst bis vorne fahren, dann bin ich halt immer so ein bisschen L-förmig hier gefahren und um Svennys Transport herumgeschlichen. Heute übrigens auch wieder Drohne mit. Wenn ich in der Spur fahre, will ich eigentlich auch dann wieder Drohne fliegen. Bis dann erstmal. So, Vorgewende erstmal angeschnitten. Wir fahren jetzt hier durch den Spektral durch. Was aber direkt auffällt, was ich euch sagen kann, da fehlen gleich mal 2 Prozentpunkte beim Protein. Ich weiß nicht, wenn sich das bewahrheitet. Also ist ja auch eine Sorte, die jetzt nicht so viel Protein ist, ja ein B und kein A. Ja, aber was hier verrückt ist, ne? Guck mal, der sieht nicht danach aus. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Der ist ja sehr lückenhaft und dünn. Ich meine, der ist kurz, schön große Ähren. Aber das ist ja einfach... Das ist ja, dieser Unterschied zu dem Akzent aktuell ist ja einfach krass. Ich weiß nicht, wenn das so bleibt, ist das natürlich super enttäuschend. Weil wenn man eine Sorte hat mit, ich weiß nicht, 70 Hektar und die andere Hälfte sind dann 2 andere Sorten. Und die eine mit den meisten Hektar, die haut total rein. Das ist krass. So, was natürlich auch der Unterschied am Vorgewende sein kann, kann das mit den Gärresten sein. Dass wir am Vorgewende keine Gärreste gefahren haben. Und wenn dann andere Komponenten fehlen für den Ertrag, habe ich ja nicht gemessen oder so, habe ja keine Blattanalyse vom Vorgewende versus hier eingereicht. Auf jeden Fall haben wir erstmal hier ein paar Bahnen Spektral, die den Durchschnitt nach oben ziehen können. Und Protein hat sich jetzt auch ein bisschen wieder gefangen, ist bei knapp 12. Wer weiß, vielleicht habe ich da eine Bahn. Vielleicht hat der Streuer nicht mehr gestreut, weil der vom Vorgewende nicht mehr überlappt hat oder so. Weiß der Geier. Auf jeden Fall kommen wir nochmal hierzu. Einige werden sich ja fragen, warum denn? Du hast doch einen Autopilot hier drin gehabt und so. Ja, habe ich, aber der war fürchterlich langsam. Also das ist der absolute Wahnsinn. Die Leute aus dem Livestream werden das gekannt haben. Du bist schon 30 Meter gefahren, hast auf eine Taste gedrückt, dann hat er nicht eingerastet, dann hat er wieder Plong gemacht, dann hat er wieder rausgeschmissen, weil er mit mal gesagt hat, Lenkeingriff. Aber der Lenkeingriff war vor 30 Sekunden. Also das hat mich fertig gemacht. Und selbst wenn du denn, ich sag mal, ständig diese Daten löscht, damit er schnell bleibt, wird es nicht besser. Und gefühlt am schlimmsten ist es jetzt durch den NIRS-Sensor geworden, weil er wahrscheinlich jetzt mehr Daten verarbeiten muss, dieses überalterte Terminal, ja, sodass er jetzt vielleicht da noch langsamer wird. Ich weiß es nicht.
Jedenfalls das vom 826 ist es ja hier und die Jungs haben gesagt, ja, hast du Bock? Wir brauchen bloß den GPS da, den Empfänger da vom 826 nehmen, bauen dir hier eine Kabine an und dann hat sich das. Gut, hört sich so einfach an, aber einen halben Tag hat er auch gebraucht. Und man muss dann aber auch wieder sagen, leider Gottes haben sie ja das mit dem Kabel jetzt vergessen. Sonst hätte man das, also das wäre, glaube ich, visuell dieses Jahr richtig krass gewesen mit den Sorten. Jetzt haben wir 2:30, der wird ja wohl hoffentlich gleich kommen, sodass wir dann zwar nicht das Vorgewende mit drauf haben, aber dann vielleicht doch schon den Sortenunterschied, das wert natürlich. So aktuell, wir fahren ja immer noch hier bei unsere 7,3 Tonnen auf dem Hektar. Solide. Aber der hier hat auch schön große Ähren, ne? Der bringt wahrscheinlich auch richtig, richtig viel Hektoliter Gewicht, richtig viel Masse mit sich. Selbst jetzt hier, wo er dünn wird, hier ist eine totale Sandkuppe. Jetzt nur auf 6,7 runter. Scheint auch ein guter Trockenkünstler hier zu sein. Naja, wenn der am Ende doch richtig top performt hier auf Sandberg. Gut, ich werde mir jetzt davon kein Saatgut wegstellen, dann muss ich das halt bestellen. Ich kann ja nicht von jeder Sorte erstmal Saatgut wegstellen. Obwohl, ich habe den da drüben ja auch noch mal. Kann das mal abwarten. Wie sagt man immer so schön, gedroschen wird im Sommer. Man ist dann auch mal so hin und her gerissen. Kennt ihr das? Wenn man selber in der Ernte ist? So, aber es gibt teilweise so krasse Jahreseffekte bei den Sorten. Übrigens da drüben mein Mais. Steht hervorragend. Hat jetzt, glaube ich, die 3 Meter durchbrochen bei uns in der Region. Gestern war ich ja unterwegs für Janni. Und Alter, das ist aber auch krass. Die kriegen ja ein bisschen mehr Wärme. Da ist ja teilweise schon bei 4 Meter. Ne? Das ist ja unfassbar, wie der dieses Jahr vorangeht. Und jetzt auch die warmen Tage nochmal richtig geil. Jetzt haben wir 4 warme Tage bis nahezu 30 Grad. Und dann wird es ja nochmal wieder Regen geben, hoffentlich. Weil wenn wir dann, also so in dem Rhythmus wäre total geil für den Sommer. Dass wir, sagen wir mal, wir haben 2, 3 feuchte Tage, kommt viel Regen. Obwohl viel Regen hatten wir jetzt nicht. Und dann haben wir vielleicht wieder 4 Tage mit 30 Grad. Das wäre perfekt. So, jetzt sind wir über 8. Protein sollte auch noch passen für ein B. Und feuchte 4,5, 14,5. So. Vielleicht man ja gleich mal die Drohne anschmeißen. Aber die Bestände sehen vor allen Dingen aber auch gut aus, muss man eigentlich sagen. Das, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil man auch so viel Hoffnung in den Weizen reingelegt hat. Und der hier war eigentlich gut von der Bestandesführung. Der war üppig, der war dicht. Der sah gut aus, war gesund. So, YouTube. Allabendliches Gespräch mit meiner Frau. Wenn man sich schon mal nicht sieht, dann muss man sich wenigstens ein bisschen so sehen. Wir sind jetzt auf dem besseren Part angekommen, auf dem besseren Teil. Und ja, das hat sich jetzt doch ein bisschen ins Positivere bewegt. Bin jetzt die meiste Zeit zwischen 7 und 8 Tonnen. Trimble GPS ist jetzt erstmal raus. Das hat alles funktioniert. Wir haben tatsächlich auch hinbekommen, dass der Kollege hier GPS hat und hier aufzeichnet, wild aufzeichnet. Aber was wir nicht hinbekommen haben, ist, dass der aufzeichnet. Jetzt werdet ihr sagen, Hannes, das ist doch ein bisschen das Gleiche hier. Nee, ist es nicht, weil die interpolieren, quasi die glätten Unterschiede und die zeigen Rohware an. Wir können uns das natürlich hier ein bisschen anzeigen lassen. So, das ist jetzt alles, was wir erstmal aufzeichnen konnten. Wir haben relativ viel heute rumgestanden. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis wir wieder beim New Holland System waren, weil der hat halt die Zugangsdaten fürs Modem verloren hier drin. So, und das war auch der Punkt. Ansonsten, das GPS war schon sehr geil, damit zu fahren. Alleine die Kontursegmente, dieses Freeform-Modus fährt sich eigentlich ganz geil. Freeform Easy. Das heißt, wie beim Häcksler, du bist vorgefahren und du konntest adaptiv wieder dran fahren. Also du musstest nichts extra aufzeichnen. Sie nickt ab, Leute, sie nickt ab. Ja, wir haben auch gute, hohe Proteinwerte, aber die brauche ich euch jetzt hier nicht zeigen, weil komischerweise hat er ein Problem hier mit der Feuchtigkeit. Müsste ich wahrscheinlich einmal den Drescher neu starten, aber irgendwann will man ja auch mal was schaffen. So. Also mir war das wichtiger, dass ich das hier alles vernünftig dokumentiert habe, als ein anderes Autopilotsystem. Ist ja nur ein anderes. Ich habe ja jetzt auch eins. So, ne? Oder Lisa?
Dieser nickt wieder ab. So. Ansonsten, ich habe da vorne schon eine Sorte von der Probe gedroschen. Also was total krass war, man hat sofort auf dem Sand den Unterschied zu Spektral gemerkt, viel ertragsstärker, größere Körner. Jetzt sind wir hier so ein bisschen in der feuchteren Zone. Weiß man aber nie, wie die anderen dann performt hätten, aber hier ist der Akzent auch über 7 Tonnen, 7, 8, da unten bis 9 bis 10 Tonnen. Also hier fängt sich das allmählich so ein bisschen. So, Detlef fährt jetzt immer genau übers Schwatt, damit wir es nicht platt fahren. Dann haben wir nicht die Strohreste, wenn wir hier Striptill machen. So, haben wir ja meistens, wenn wir da rüberfahren würden. Und ich stelle die Tülle auf weit und dann treffe ich da sozusagen rein. Wenn ich den Überladewagen richtig voll machen muss, dann muss er ein Stück dichter kommen und aufs Schwatt fahren. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dieser Drescher war vielleicht ursprünglich mit 7,50 Meter oder so konfiguriert, dass man dahinter oder daneben oder aufs Schwatt vernünftig fährt. Aber mit 9 Meter und dem Arm passt es nicht so richtig. Also ich kann euch aber nicht sagen, warum genau. Ware sieht schön sauber aus. Schöne große Körner. Und ich denke, wenn das Stück hier fertig ist, haben wir irgendwo einen Durchschnitt von 7 Tonnen. Und wenn wir 7 Tonnen A gedroschen haben nach Mais, dann ist das hier eigentlich auf unserem Standort, würde ich sagen, nicht schlecht für dieses Jahr. Man weiß ja natürlich nicht, was noch kommt, aber erstmal würde ich sagen, es geht. Es geht. Mehr geht immer, aber ich würde sagen, erstmal geht's. So, Lisa, wir dreschen erstmal weiter. Und dann hole ich euch später nochmal wieder dazu. So Leute, wir haben jetzt hier kurz nach 21 Uhr. Und ich merke tatsächlich schon, ein bisschen wird das Stroh schon klamm. Wir hatten eben 13,7 Feuchte abgegeben. Ja, bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Erträge könnten mühe besser sein. Gerade hier hinten können doch eher so 8 statt 7 sein. Aber nichtsdestotrotz. Aber auf jeden Fall merkt man als erstes, wenn es feucht wird, hier diese Rotorverluste. Ja? Das ist so, wie gut man das Stroh und die Körner getrennt kriegt. Und die gehen dann auch relativ schnell nach oben und sind dann jetzt sozusagen der begrenzende Faktor. Aber in allem muss man sagen, der Bestand ist schön sauber vor allen Dingen. Ganz bisschen Distel war. Man sieht, ne, das ist ein Loch. Da und da sind so ganz bisschen Distel, aber das hätte keine Behandlung da gerechtfertigt. Die paar da, die nehmen wir da durch. Ansonsten, ja, wie gesagt, schön sauberer Bestand. Auch dass der stehen geblieben ist, ist natürlich hervorragend. Und jetzt sind wir sogar bei 8,8, 8,5. 8,3 war so eine Momentaufnahme. Wir gucken mal. Auf jeden Fall zufriedenstellend. Ich kann euch wahrscheinlich morgen dann schon informieren oder im nächsten Vlog, wie die Ergebnisse von den Beprobungen genau aussehen. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir Brot und also A und B Weizen haben. Also A wäre natürlich noch geiler von den Qualitäten. Und Protein, solange der das angezeigt hat, der Niels-Sensor, gehe ich davon aus, dass wir es haben. Ich werde auf jeden Fall heute Abend noch den Drescher fertig machen. Ich mache immer abends den Drescher fertig. Ich habe ja so leichte Allergieprobleme. Also ich bin allergisch gegen Getreidestaub, nehme mal Allergietabletten und so. Und mir bekommt das einfach viel mehr, wenn ich abends die Maschine fertig mache, duschen fahre und morgens dann auf eine frischen Maschine gewaschen aufsteige. Ansonsten habe ich den ganzen Tag viel mehr mit Allergie zu tun. Jetzt sagen viele, ja, heiß und Brandgefahr und so. Nee, da habe ich tatsächlich jetzt nicht das Gefühl. Der New Holland ist oben sehr frei gebaut. Der Auspuffrohr ist sehr weit hinten draus. Also da hat man nicht so viel Hitze. Und dann fahren wir meistens immer noch 10, 15 Minuten bis zum Hof, bis man abgebaut hat. Derzeit kühlen alle Komponenten sehr gut runter. Und wenn man dann anfängt auszupusten, dann ist das auch alles schon kalt. Also mit der Brandgefahr sehe ich das da auf keinen Fall mehr dann, ne? Hier sehen wir da haben wir einmal ein Distelnest und da. Man erschreckt sich immer, wenn hier eine Höhenklappe immer auf so einen Stein rauf poltert. Das zuckt man immer richtig zusammen. Übrigens dieses Jahr, im nassen Jahr, wir haben ja hier gegruppert. Seht ihr das? Hier ist das Güllefass gefahren. Zum nächsten Jahr, eventuell haben wir ein 30 Meter Gestänge zusammen mit dem anderen Betrieb. Das wäre es natürlich. 30 Meter auf 27 zusammenschiebbar. Mega. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn der Tiefenlokrer da ist, hier kommt Striptill-Raps hin. Wir werden überall da, wo das Güllefass fährt, werden wir auch nochmal nachlockern
und Fahrgasse und um die Fahrgasse rechts und links. Das heißt, wenn wir über die Jahre mal abgewichen sind von der Fahrgasse, vielleicht mal marginal oder so, dass wir das dann mitlockern. Das habe ich mir erstmal gedacht und Vorgewände überall. Und dann gucken wir mal. Ich habe auf jeden Fall ein Stück, wo meist drauf steht. Das haben wir übernommen vor 3 Jahren. Das ist gefühlt unter 25 cm ist der Boden da steinhart und das ist eigentlich ein ziemlich guter Boden. Ja, dem wollen wir mal nachgehen. So, jetzt merkt man, wir kommen in eine Senke rein. Stroh wird natürlich höher, gar keine Frage. Und jetzt muss hier der Ertrag eigentlich auch ansteigen. Auf jeden Fall merkt man, Stroh wird deutlich nasser. Also ich habe hier in der Senke vorhin 10 Tonnen auf den Hektar geschafft. Hier liegt es dann noch ein bisschen, hier ist noch das Stroh relativ grün noch, wo es liegt. Der liegt auch wirklich schon lange, der lag schon bei der Ehrenbehandlung hier. Poltert, dann rutscht das gar nicht, ne? Das nasse Zeug. Ist Gott sei Dank nicht so viel. Ich habe da vorne auch schon ein Stück liegen lassen. Wir werden ja heute eh nicht fertig hier mit dem Stück. Dann kann das noch ein bisschen nachreifen. Ich habe mir jetzt die Zonen ausgesucht, die noch so ein bisschen schön reif sind. Weil dieses Grüne habt ihr ja selber gehört und gesehen eben, das will gar nicht rutschen, das mag der Drescher gar nicht. Da ist auch die Gefahr, dass man sich dann doch da gewissermaßen noch vielleicht doch nochmal den Rotor zufährt. Die Gefahr ist jetzt auch immer da, wir legen auf Schwatt, das heißt wir haben ja mehr Leistung am Rotor und deswegen fahre ich meistens immer nur auf 80-85% Motorauslastung, das entspricht dann ungefähr 100% Auslastung beim Häckseln. Und da muss man einfach sagen, limitierender Faktor aktuell ist der Rotorverlust und nicht die Motorleistung. Also das Stroh ist einfach noch ein bisschen, was noch nicht richtig mürbe. Das lässt sich alles noch nicht so richtig abscheiden, weil wir sind gerade in der ersten Phase, wo es reif ist, völlig normal. Das heißt, in diesen Phasen schaffen wir sowieso nicht die Tonnen, die der Drescher so maximal könnte. Letztes Jahr habe ich 50, 55 Tonnen in eine Stunde bis 60 im Weizen gefahren, auch auf solchen Erträgen hier. Aber dieses Jahr ist es ja einfach so, wir sind in den ersten 2 Tagen, wo es überhaupt reif ist, das Stroh ist noch nichts mürbe. Wenn man das Stroh auch jetzt gleich am Vorgewende sieht, da ist richtig Ertrag drauf, Strohertrag, aber da bricht auch noch nichts, da ist noch nichts mürbe. Und das ist dann einfach so, dass du dann noch nicht so die Leistung hast und noch nicht so fahren kannst, wie vielleicht in einer Woche oder so, ne? Darf man nicht vergessen. Aber vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, jetzt hat der Weizen halt die besten Qualitäten. Ja? In dem Moment, wo er punktumreif ist, hat er die besten Qualitäten. Ausschlaggebend meistens ist dann die Fallzahl, das heißt die Stärkestabilität. Ja? Fallzahl heißt, man setzt quasi ein Glas mit Mehlmaische an aus diesem Weizen und da gibt es ein bestimmtes Gewicht. Und wie lange dieses Gewicht oder wie lange diese Scheibe braucht, um zum Boden zu kommen, das ist die Fallzahl. Und da gibt es verschiedene Abstufungen. Ich glaube 300 für ein E, 200 für ein A, 230 für ein A, weiß ich jetzt nicht auf dem Kopf, müsst ihr mal gerne googeln. Ist dann tatsächlich die Fallzahl. Das heißt, wie gut wie stabil ist der Teig, glaube ich, ist das, naja, auf jeden Fall, wie stabil ist die Stärke. Und das wird pro Tag immer ein bisschen weniger. Und mit jedem Regen viel, viel weniger. Und deswegen ist es so, dass letztes Jahr auch viele Betriebe zu tun hatten in dem ganzen Regen, dass sie überhaupt die Fallzahlen noch schaffen. Und die meisten haben es dann nicht mehr geschafft. Und dann ist es eine Futterqualität, obwohl es der Protein dann vielleicht schafft. Deswegen ist es auch meistens viel wichtiger, den Weizen runterzuholen, als den Raps. Ja, also so mit Schoten aufplatzen und ausfallen und so ist ja eh nicht mehr das Thema. Und ich sag mal, wenn halt ein Unwetter kommt, kommt halt ein Unwetter. Da kann man nichts gegen machen. Aber deswegen sind auch hier in der Region die meisten dabei und dreschen als erstes doch den Weizen runter, statt den Raps. So. Übrigens, dieses Jahr habe ich sehr, sehr viel Wildschaden in der Fahrgasse. Als wenn die da standen, habe ich sehr viel Wildwechsel hier drin. Und als wenn die da standen und in beiden Richtungen weggeknabbert haben. Also die Fahrgassen sieht man richtig doll. Da, seht ihr das? Jedes Mal, wenn es heller wird, ist das eine Fahrgasse. Da. Sieht man natürlich richtig doll. So. Aber ihr seht, wie
wie gut der Strohschwatt auch da aussieht. Sieht man es? Moment. Ja, doch, glaube ich, sieht man es. Also, Strohqualität ist auf jeden Fall da. Und Thema Zwiewuchs. Viele sagen ja mal hier mit Zwiewuchs und meine Fahrgassen, sieht man, habe ich keine Probleme mit. Absolut nicht. Man fährt halt nochmal in der Ehrenbehandlung durch, dann hat man immer so einen Crimp-Effekt. Und ja, dadurch, dass wir schon mit Güllefass hier durchfahren, sind die Fahrgassen halt immer ein bisschen breiter. Als würde man gar nicht mit dem Güllefass hier durchfahren. So, ich soll ja mal ein bisschen mehr länger draufhalten, habt ihr ja mal den Wunsch. Soll mal viel mehr zeigen. Heute extra noch schön Scheiben geputzt. Aber die Seite habe ich vergessen, Leute. Ich habe auch gar nicht da geputzt. Ich denke mir immer so, warum, die ganze Zeit schon immer, warum ist die Seite so dreckig? Aber ja, ich habe die vergessen. Die Seite habe ich geputzt, die nicht. Jo. Ich glaube, ich hole euch nachher nochmal dazu. Und dann, glaube ich, beenden wir auch den Vlog später. So, Leute, das war's für heute Abend. Wir haben jetzt 11:30. Ich habe die Maschine ausgepustet. Erstmal grob von Dreck gereinigt. Und die macht aber gute Bilder, das iPhone. Hier in der Dunkelheit. Da oben habe ich immer noch mal einen Variator, den muss ich schmieren. Und ja, ansonsten immer grob Dreck entfernen. Hier, was man so hört, ist die Dieselpumpe. Ich habe natürlich Zündung an, damit ich die Wartungslichter habe. Oben Motorraum, ganz klar sauber machen. Kühler sauber machen, Luftfilter sauber machen. Hier außen grob abpusten. Ja, hier habe ich jetzt noch alles aufgelassen. Und was man auf jeden Fall immer hier in diesen Scheiben drinne, in den Riemenscheiben, da setzt sich immer richtig schön Dreck rein. Richtig schön Staub, obwohl die den ganzen Tag rotieren. Da mag man gar nicht dran glauben. Und da kommen ganz oft Vibrationen zustande. Das hatte ich beim Häcksler ganz oft. Also ihr werdet es beim Häcksler vielleicht kennen. Die Jaguar-Fahrer unter euch, die haben hinten am Motor so eine Riemenscheibe, ähnlich so wie die da oben. Und die setzt sich mit der Zeit so voll Staub zu, dass das irgendwann anfängt zu vibrieren. Und du denkst, was ist los mit dem Ding, ne? Und macht das Ding schöne Bilder, Alter. Kommen immer mehr auf den Geschmack, mit dem Handy zu vloggen. Fährt viel schneller und flexibler. Genau. So sieht das aus. Also wie gesagt, ich habe den jetzt grob gereinigt. Und klappe jetzt hier alles ein, mach zu, schließ ab. Morgen beim Fensterputzen tanke ich immer. Das haut immer eigentlich genau hin. 10 Minuten ungefähr brauche ich zum Tanken und 10 Minuten zum Fensterputzen. Und dann fahren wir los, morgen 9:30. Und dann geht das alles seinen Gang. Jo, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, genau, hier hinten habe ich noch. Bei den Spreuverteilern geht's, aber bei den Radialverteilern, das ist jetzt ein bisschen dunkel wahrscheinlich, hier in der Mitte ist ein Stellmotor zwischen den Radialverteilern. Und der muss auch jeden Tag mit Stroh oder vom Stroh befreit werden. Wir häckseln aber aktuell nicht, aber ich mache den trotzdem immer mit sauber. Wir legen ja auf Schwatt, dann setzt er sich nicht zu. Aber Alter, war die Karre wieder staubig heute. Also heute hat es wieder gut gestaubt, obwohl ich auf Schwatt gelegt habe. So Leute, bis dann erstmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.